Vertraut ihr euren eigenen Gefühlen? Für mich war es ein enorm langer Weg dahin, zu erkennen, dass ich überhaupt Gefühle habe und dann zu lernen, denen zu vertrauen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir alle Gefühle haben. Gefühle, die darüber hinausgehen, über das physische Wahrnehmen. Gefühle, die uns sagen, da stimmt es gerade irgendwas mit der Situation nicht oder irgendwie ist dieser Mensch so ein bisschen komisch. Gefühle sind ganz oft in Verbindung mit anderen Menschen. Nur, dass wir alle gelernt haben, diese Gefühle zu unterdrücken und oder sie nicht für wahr zu halten. Ich habe zum Beispiel meiner Kinder gelernt, dass meine Gefühle, meine Wahrnehmung nicht wahr ist. Und das habe ich zutiefst verinnerlicht. Und zwar so tief, dass ich als Erwachsene gar nicht wusste, dass ich tatsächlich meinen Gefühlen vertrauen kann. Und ich glaube, so geht es uns allen. Wenn ich mir vorstelle, wir alle kommen als Säuglinge auf diese Welt und wir sind darauf angewiesen, dass uns andere im Außen sagen, so funktioniert die Welt. Dieses schnell bewegende, eckige Ding ist ein Auto und das kann dich überfahren, wenn du nicht aufpasst. Dabei wird aber vergessen, dass Kinder eigene Gefühle und Wahrnehmungen mitbringen und die Kinder zu lehren, darauf zu vertrauen, dass das, was sie wahrnehmen, wahr ist, im Gegensatz zu dem, was ich wahrnehme. Nur weil ich etwas nicht wahrnehme, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist. Das heißt, nur ich nehme es gerade nicht mit meinen Sinnen wahr. Und so lernen wir alle nach und nach, diese Gefühlsstimme in uns zu unterdrücken und wegzudrücken und zu glauben, dass es einfach nicht wahr ist, bis zu dem Punkt, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, dass wir diese Gefühlsstimme in uns überhaupt haben. Und da wieder hinzukommen, diesen Gefühlen in einem wieder zu vertrauen, ist ein langer Weg. Das liegt erstens daran, dass die Emotionen, die unterdrückten, wie eine Decke da drauf liegen. Die liegen auf diesen Gefühlen drauf, sodass wir überhaupt nicht wissen, dass diese Gefühle da sind, weil die Emotionen sind enorm laut und die schreien und die sind da und die nehmen unseren ganzen Körper ein, unsere Gedanken. Und Gefühle sind subtiler, Gefühle sind leiser. Gefühle sind nicht laut. Das heißt, erstmal muss man lernen, diese unterdrückten Emotionen zu verarbeiten. Würden wir es vom Kind an lernen, wäre das als Erwachsene nicht möglich. Aber tatsächlich habe ich noch nie einen Erwachsenen getroffen, der in einem so stabilen Haushalt groß geworden ist, in einem Umfeld, wo er gelernt hat, sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen, seinen eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen. Stattdessen, all die ich kenne, haben unterdrückt und somit wissen wir gar nicht, dass da unten drunter etwas enorm Starkes liegt, nämlich diese Gefühle und dahin dann auch die Intuition, die uns viel mehr erzählen, als uns unsere physischen Sinne eigentlich mitteilen können. Also erstmal unterdrückte Emotionen aufarbeiten aus der Kindheit, die so laut sind, sodass wir überhaupt wahrnehmen können, dass da Gefühle sind. Das ist schon ein heftiger Schritt. Und dann der nächste heftige Schritt, den eigenen Gefühlen zu vertrauen. Und das ist wie Laufen lernen. Beim Laufen lernen muss man irgendwann den Mut haben, die sichere Hand des Erwachsenen loszulassen und die ersten unsicheren Schritte zu machen und dann hinzufallen. Und man wird hinfallen, man fällt immer hin. Und vielleicht tut man sich weh und man hat Schmerzen. Und dann wieder aufzustehen, es wieder aufs Neue zu probieren. Und all das haben wir alles schon geschafft. Aber so ist es auch mit den Gefühlen. Wir haben immer gelernt, auf das Außen zu hören, was uns das Außen erzählt hat, wie wir wahrzunehmen haben, was wir zu fühlen haben, ob das, was wir fühlen, wahr ist oder nicht. Und das Außen auszublenden, diese Sicherheit loszulassen, die Sicherheit der Gemeinschaft loszulassen und zu sagen, okay, wenn ich lernen will, meinen eigenen Gefühlen zu vertrauen, muss ich loslassen und das bedeutet auch vielleicht hinzufallen. Und wir werden hinfallen und vielleicht werden wir emotionale Schmerzen haben. Und dann stehen wir wieder auf und haben wieder den Mut. Und so ist das mit den Gefühlen zu vertrauen. Immer wieder neu den Mut zu finden, zu sagen, okay, ich vertraue auf meine innere Stimme. Bei mir sind das so Sachen wie, ich hatte mal irgendwie ein Treffen mit einem Mann und ich war die ganze Zeit, das ganze Gespräch über, es war
privates, persönliches Gespräch treffen, war ich immer in so einem Kampf mit mir selbst, weil ich immer Recht haben wollte. Ich wollte ihm immer sagen, ey, Alter, was laberst du denn da? Ja? Und ich war immer in diesem inneren Kampf. Und als ich zu Hause war, musste ich mich damit auseinandersetzen, warum ich ständig Recht haben wollte in dem Gespräch. Ständig wollte alles besser wissen. Und dann habe ich mich ein zweites Mal getroffen und dann ist mir erst klar geworden, das ist gar nicht mein Kampf. Diesen Kampf führt er mit der Welt, weil er glaubt, immer im Recht zu sein, es immer besser zu wissen. Aber es ist nicht mein Kampf. Und so musste auch ich lernen, nach und nach meinen Gefühlen zu vertrauen, okay, mein Gefühl vom ersten Gespräch, nämlich, dass das echt anstrengend mit dieser Person ist, war wahr für mich oder ist immer noch wahr. Und man muss sich quasi immer wieder Bestätigung holen und noch eine reingeschlagen bekommen und noch einmal emotionaler Schmerz und noch einmal emotionaler Schmerz, bis man zu dem Punkt kommt, zu erkennen, wow, das, was ich fühle, wenn ich fühle, das mit dieser Person passt gerade nicht, dann ist das wahr. Dafür brauche ich dann nicht noch mehr physische Beweise wie er oder sie verletzt mich immer und immer und immer wieder emotional, bis ich verstehe, vielleicht passen wir einfach nicht zusammen. Und das braucht sehr viel Mut und das braucht Übung, wie beim Laufen auch. Immer und immer wieder zu vertrauen darauf, das, was ich fühle, ist wahr. Und zu spüren, das ist wahr und das muss für andere nicht wahr sein. Das ist die Schwierigkeit darin. Nur weil das für andere nicht wahr ist, bedeutet es nicht, dass es nicht auch für mich wahr ist. Was für mich wahr sein kann, muss nicht für euch wahr sein. Und das ist ein unglaublich mutiger Schritt, wenn man das Gefühl hat, auf einmal steht man alleine da. Es war einfacher, als man einfach darauf vertraut hat, dass das, was die Gemeinschaft macht, die Wahrheit ist. Das, was die Gemeinschaft fühlt, ist wahr. Das, was die Gemeinschaft wahrnimmt, ist wahr. Und dann ist es einfacher, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Aber wenn man diesen Schritt gegangen ist und diesen Mut hat, immer und immer wieder das auszuprobieren, zu schauen, sind meine Gefühle überhaupt für mich wahr oder nicht, dann löst man sich so ein bisschen von dieser Abhängigkeit von der Gemeinschaft. Und man bekommt nicht mehr so viel emotionalen Schmerz ab. Und irgendwann bekommt man gar keinen emotionalen Schmerz ab, weil man schon vorher spürt und fühlen kann, das ist jetzt eine Situation oder das ist eine Person, mit der ich besser keinen weiteren Kontakt mehr habe, weil es mir besser tut, weil ich mich damit schütze. Und so kann man sich Schritt für Schritt an die eigenen Gefühle annähern und daran, ob sie wahr sind oder nicht, ob ich ihnen vertrauen kann oder nicht, trotz des emotionalen Schmerzes. Also habt den Mut, euren eigenen Gefühlen zu vertrauen. Das lohnt sich.